Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie als Vorsitzender des Vereins für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern recht herzlich zu dieser virtuellen Filmpremiere begrüßen. Es freut uns sehr, dass so viele Menschen Interesse an dieser Veranstaltung haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich niemanden persönlich begrüßen würde. Erstens würde ich sowieso wahrscheinlich viele wichtige Personen vergessen und auch aus Zeitgründen. Ich möchte die Gelegenheit für diese Filmpremiere auch dazu nutzen, den Verein kurz vorzustellen. Der Verein für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern ist ein Zusammenschluss von betroffenen Organisationen und gemeinnützigen Trägern von sozialen Dienstleistungen. Da die Mitglieder des Vereins ja auch die nicht unwesentlichen Eigenanteile, die wir zur Finanzierung der Beratungsarbeit leisten müssen, übernehmen, erlaube ich mir hier auch einmal die Namen der Mitglieder zu nennen. Es sind der Verein Irren ist menschlich, die Lebenshilfen Landshut und Regensburg, die ABD Neumarkt, die katholische Jugendfürsorge, die Barmherzigen Brüder, der AAV Oberpfalz, das Landshuter Netzwerk, das BTZ Straubing, die Bayerische Gesellschaft für psychische Gesundheit und Sozialteam. Der Verein selbst wird geführt von einem 5-köpfigen ehrenamtlichen Vorstand. Wir betreiben 4 Beratungsstellen in Niederbayern und der Oberpfalz mit insgesamt 10 Außenstellen, an denen wir regelmäßig Termine für Beratung anbieten. Damit wollen wir einen möglichst niedrigschwelligen Zugang gewährleisten. Wir beschäftigen 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 6 Vollzeitstellen. Von Anfang an war es uns als Verein wichtig, das Prinzip der Peerberatung in den EOTPs umzusetzen. So beschäftigen wir fast ausschließlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Peer-Hintergrund. Dabei war es uns ein Anliegen, eine große Bandbreite unterschiedlichster Erfahrungshintergründe zu haben, um diese Vielfältigkeit für die Beratungsarbeit positiv nutzen zu können. Dass diese Beratung von Menschen mit Handicaps und deren Angehörigen angenommen wird, macht die Nachfrage nach diesem Beratungsangebot mehr als deutlich. Im Jahre 2020 haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr als 3000 Beratungen geleistet und damit vielen Menschen geholfen, herauszufinden, welche Unterstützung für sie die richtige ist, sie befähigt und unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen und durchsetzen zu können. Für diesen hervorragenden Einsatz möchten wir als Vorstand an dieser Stelle allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich Dank sagen. Ihr großartiger Einsatz für die Rechte von Menschen mit Handicaps macht vielen Menschen Mut, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und darum muss es letztendlich immer gehen, wenn wir Unterstützungsleistungen für Menschen mit Handicaps anbieten. Die Beraterinnen und Berater in der EOTP haben in ihrer Beratungspraxis natürlicherweise ganz viele Erfahrungen gesammelt, an welchen Barrieren volle Teilhabe immer noch scheitert. Daraus ist die Idee entstanden, einen Film voll von Erfahrungen entstehen zu lassen. Der Protesttag für die Rechte von Menschen mit Behinderung am heutigen 5. Mai war für uns alle der richtige Zeitpunkt, dies zu tun. Die Förderung durch die Aktion Mensch hat uns dies ermöglicht. Dafür herzlichen Dank an die Aktion Mensch und die Sachbearbeiterin des Paritätischen, die uns im Antragsverfahren unterstützt haben. Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EOTP, die diese Filmidee mitentwickelt und umgesetzt haben, aber auch diese Veranstaltung mit vorbereitet haben. Herzlichen Dank, Frau Dr. Salb, die unsere Ideen hervorragend filmisch umgesetzt hat. Vielen Dank, Frau Richter und Frau Pilz, Herrn Nössel,
die heute als Diskussionsteilnehmer und Teilnehmerinnen zur Verfügung stehen, und unserer Mitarbeiterin Frau Wiedel, die heute durch den Abend führen wird und an die ich jetzt übergebe. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Andrea Wiedel. Ich bin Peer-Beraterin beim Verein für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung und moderiere heute durch den Abend. Und ich bitte jetzt darum, die Diskussionsteilnehmerinnen Frau Pilz, Herr Neusel und Frau Richter die Kamera anzuschalten und das Mikrofon laut zu stellen. Genau. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen noch ein kleiner Hinweis. Der Film wird gezeigt in 3 Abschnitten. Der ganze Film kann in Zukunft auf YouTube angeschaut werden. Und zwischen den 3 Filmabschnitten führe ich durch die Moderation mit Herrn Neusel, Frau Richter und Frau Pilz. Genau. Ich möchte erst einmal die Diskussionsteilnehmerin, und es gibt auch einen Chat. Der Chat wird begleitet von meiner Kollegin Julia Oterski. Das heißt, ich übergebe dann auch teilweise an die Frau Oterski, die verfolgt den Chat und wird dann wichtige Fragen an mich weitergeben. Sollten wir nicht dazu kommen, alle Fragen aus dem Chat zu beantworten, können wir das auch nochmal im Nachgang tun. Genau. Jetzt in die Runde. Wir haben den Klaus Neusel, der ist Ex-In-Genesungsbegleiter und Vorstand beim Verein Irren ist menschlich. Wir haben die Frau Wiebke Richter, die unter anderem die erste Stadträtin in Regensburg ist, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und wir haben die Frau Linda Pilz, die Integrationsbeauftragte ist in Kooperation mit der Stadt Landshut. Ich möchte als erstes mal den Klaus fragen. Klaus, du bist Ex-In-Genesungsbegleiter. Was macht ein Ex-In-Genesungsbegleiter? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein kann. Ein Ex-In-Genesungsbegleiter, da muss ich zuerst mal Ex-In kurz erklären. Ex-In kommt von Experienced Involvement und meint sowas wie Einbeziehung der Erfahrenen. Das heißt, es ist auch ein Mensch, der über eigene Krisenerfahrung verfügt, über psychiatrische Erfahrung, der die in einer Qualifizierung zum sogenannten Ex-In-Kurs dann aufbereitet, um als Genesungsbegleiter in der Psychiatrie mit dabei zu sein. Also es ist auch ein Peer quasi, der dort mitarbeitet. Genau. Und du bist beim BKH beschäftigt und da hast du Teams und Einzelgespräche und Recovery-Gruppen und bist da ganz aktiv. Genau, also ich bin in Einzelgesprächen und in Gruppenangeboten am Bezirksklinikum in der Institutsambulanz dort und für quasi in den Einzelgesprächen genau, also das Besondere an meiner Arbeit ist quasi, dass ich immer meine eigene Erfahrung, meine eigene Krisenerfahrung quasi mit abrufen kann und auch mit einbringen kann und damit auch arbeite, genau. Und dann bist du auch noch im Vorstand von Irren ist menschlich. Irren ist menschlich ist ein Verein, der sich engagiert für Menschen mit Psychiatrieerfahrungen. Wer ist denn jetzt alles Psychiatrie erfahren? Das klingt also so, als ob ich wirklich auf der geschlossenen Abteilung gewesen sein muss, aber das ist gar nicht so. Sehe ich gerade, an welchem Bezirksklinikum? Bezirksklinikum in Regensburg, genau, ist gerade über den Chat die Frage gekommen. Ich bin genau bei dem Verein Irren ist menschlich Psychiatrie erfahren, wir fassen das sehr weit. Also Psychiatrie meint einfach nur, dass jemand irgendwie schon mal Kontakt gehabt hat mit einem Psychiater oder auch einem Psychologen. Ich würde vielleicht am ehesten sagen, wenn jemand schon mal mit einer psychiatrischen Diagnose irgendwie in Berührung gekommen ist. Also wenn jemand, also wir fassen das sehr weit auf. Also ja. Es ist nicht so, dass jemand jetzt schon ganz oft oder ganz lange in der Psychiatrie gewesen sein muss, um als Psychiatrieerfahrener bei uns beim Verein Mitglied werden zu können. Genau, das heißt also, sollte schon mein Hausarzt, meine Hausärztin eine Diagnose auf Depression stellen, könnte ich mich praktisch schon an den Verein wenden und bei euch Unterstützung erhalten. Genau. Okay, danke an Klaus. Dann die Wiebke Richter. Wiebke, du arbeitest einerseits als Psychologin in einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen. Außerdem bist du, wie wir schon gehört haben, die erste Stadträtin in Regensburg, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
Warum, Wiebke, ist es dir persönlich wichtig, in der Politik mitzumischen? Ja, erstmal hallo, schönen guten Abend. Ja, warum ist es mir wichtig? Also ich habe ein Lebensmotto, das habe ich der Frauenbewegung, der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung entnommen. Das heißt einmischen, mitmischen. Und ich habe tatsächlich mich eigentlich schon immer sozial engagiert und bin dann 2014 aber erst bei den Grünen eingetreten. Bis dahin wollte ich immer Politik ohne Parteipolitik machen. Einfach weil ich gedacht habe, das ist ein bisschen neutraler und ich kann sozial engagiert viel bewegen. Habe dann aber entdeckt, dass ich eigentlich in die Politik gehen muss, um wirklich was bewegen zu können. Und ja. Es ist ja wichtig einfach, dass unser Blickwinkel als Expertinnen und Experten in eigener Sache in der Politik auftauchen. Also sonst können wir nachhaltig nichts verändern. Wir sind ja ein großer Prozentsatz eigentlich. Wir sind 10 bis 15% der Bevölkerung und sind in der Politik trotzdem nur sehr wenig sichtbar, in den Parlamenten noch weniger. Ja, also 10 bis 15% der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderung. Und hier geht es also darum, dass die Menschen mit Behinderung Experten in eigener Sache sind und so auch dann über die Politik die Rahmenbedingungen verändern. Mit den Rahmenbedingungen, danke Wiebke, beschäftigt sich auch die Frau Pilz aus Landshut. Frau Pilz, Sie sind Integrationsbeauftragte. Was macht eigentlich eine Integrationsbeauftragte? Ja, erstmal hallo an alle und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich muss kurz was berichtigen. Ich bin Behindertenbeauftragte im Landkreis Landshut, hauptamtlich, und ich kooperiere sehr viel mit der Stadt Landshut, bin dort aber nicht angestellt. Ja. Genau. Also meine Aufgaben als Behindertenbeauftragte sind sehr, sehr vielfältig. Ich setze mich grundsätzlich für gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in unserer Region ein. Ganz unabhängig davon, ob die Behinderung angeboren ist oder im Laufe des Lebens erworben wurde und auch unabhängig von der Art der Behinderung. Ich setze mich eben dafür ein, dass die Menschen mehr Teilhabemöglichkeiten haben, indem ich auch auf die Belange aufmerksam mache und auf Barrieren hinweise, natürlich in der Hoffnung, dass die dann nach und nach auch abgebaut werden in unserer Region. Ich berate auch Einzelpersonen, helfe zum Beispiel bei Antragstellung oder leite Ratsuchende auch zu anderen Beratungsstellen wie der EUTB weiter. Das hören wir gerne. Genau. Ich bin auch Ansprechpartnerin für andere Organisationen, Vereine und Selbsthilfegruppen und die vernetze ich jetzt auch untereinander. Es hat sich vor kurzem beispielsweise in Landshut ein neues Netzwerk für Inklusion zusammengeschlossen. Und die haben sich jetzt vorgenommen, als erstes Projekt einen Wegweiser für Menschen mit Behinderungen neu aufzulegen. Genau, aber meine Kernaufgabe ist, wie Sie schon gesagt haben, dass ich auf die Rahmenbedingungen schaue und dort ansetze. Jo, danke, Frau Pilz. Sie haben auch noch gesagt, es gibt in Landshut einen Aktionsplan und dieser Aktionsplan hat eine Besonderheit im Gegensatz zu anderen Aktionsplänen. Genau, also die Stadt und der Landkreis Landshut, wir möchten einen kommunalen Aktionsplan erarbeiten. Der Beschluss der Stadt steht allerdings noch aus. Bei uns im Landkreis wurde es schon beschlossen, dass der erstellt wird. Und das Projekt ist jetzt gerade begonnen worden. Und es wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, in der auch Professoren der Hochschule Landshut sitzen. Und da hat sich ein Professor mit Aktionsplänen beschäftigt und geschaut, welche Gruppen da unterrepräsentiert sind. Und man hat halt festgestellt in der Forschung, dass Menschen mit psychischen Einschränkungen und Beeinträchtigungen wenig in den Aktionsplänen repräsentiert sind. Und wir wollen jetzt auch versuchen, dass wir die Menschen mitnehmen, dass sie sich auch beteiligen können und da ihren Platz finden in dem Aktionsplan. Ja, vielen Dank. Und dann wären wir jetzt schon so weit, dass wir den ersten Filmteil vorstellen können. Ich weise noch mal darauf hin, alle
schalten jetzt bitte die Kamera und das Mikrofon aus, bis auf die Gebärdendolmetscherin. Und habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube, jetzt gebe ich weiter an den Sebastian für Film ab. Ja, ich glaube, dass die Barrieren vor allem in den Köpfen von Menschen sind. Die Vorurteile, die Menschen haben, die zur Stigmatisierung von Menschen mit Handicaps führen. Also das ist für mich so die größte Barriere. Und eine zweite große Barriere ist aus meiner Sicht, dass Menschen mit Behinderung alleine aufgrund ihrer Behinderung oft in eine finanziell schwierige Lage kommen. Also als Rollstuhlfahrer denkt man beim Begriff Barrieren natürlich als allererstes an bauliche Barrieren, wie zum Beispiel Treppen. Aber eigentlich ist ja der Begriff der Barrieren noch viel weiter gefasst. Zum Beispiel hat man es sehr oft mit Barrieren in den Köpfen zu tun. Viele Leute haben Vorurteile, auch viele Arbeitgeber, oder sind sich unsicher im Umgang mit Behinderten oder scheuen den Kontakt. Der Bahnhof bei uns in der Stadt ist nicht barrierefrei. Dadurch kommt es immer wieder zu größeren Schwierigkeiten für Leute, die nicht laufen können oder mit Rollstuhl fahren müssen. Wir haben fast keine Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren. Es fängt schon damit an, dass Behinderten bzw. Menschen mit Handicap oft nicht zugetraut wird, in einem normalen Beruf vielleicht ganz normal tätig zu sein. Es war hier in Regensburg ganz schwierig, geeignete Räumlichkeiten für die EOTP zu finden. Die müssen ja barrierefrei sein, um den Ratsuchenden einen Zugang zu ermöglichen. Und da haben wir einfach festgestellt, dass es praktisch keine Büroräumlichkeiten gibt, die barrierefrei sind. Es ist zwar öfters mal der Zugang direkt ins Büro barrierefrei, aber in der Regel sind Sanitäranlagen nicht barrierefrei für Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen nicht geeignet. Und wir sind dann durch Glück und einen Tipp hier auf diese Räumlichkeiten gestoßen und hatten einfach das Glück, dass hier sehr gute barrierefreie Gegebenheiten vorhanden sind. Also überwiegend scheitert es eigentlich an den Kostenträgern, die letztlich die Kosten für die jeweilige Leistung übernehmen sollen, was ganz einfach daran liegt, weil man halt versucht, so weit wie es geht, kostensparend zu arbeiten. Barrieren erlebe ich täglich. Es geht schon los, wenn ich aus dem Haus gehe und sehe den Gehsteig, der höher gelegt ist, dass ein Rollstuhlfahrer das Haus nicht verlassen kann oder nicht ungehindert irgendetwas betreten kann. Was mich besonders ärgert, ist, dass öffentliche Anstalten, wie zum Beispiel Krankenkassen, Gebäude bauen ohne barrierefreien Zugang. Es wird ihnen zu wenig zugetraut und es gibt zu wenig, auch Förderstätten, es gibt zu wenig Wohnstätten zum Teil, es gibt zu wenig Therapiemöglichkeiten. Also es fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden. Wenn jemand bei der Bundesanstalt für Arbeit ist, dort erklärt wird, er ist nicht mehr voll einsatzfähig oder nur mehr bedingt vermittlungsfähig und geht es zur Rentenversicherung, dann hakt die eine Behörde ihren Vorgang ab und derjenige ist bei der deutschen Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung ist dann zuständig und die Bundesanstalt nicht mehr. Dann geht es vielleicht weiter, dass es ein BG-Unfall ist, ein berufsgenossenschaftlicher Unfall, dann hakt die Rentenversicherung das wieder ab und es geht zur Berufsgenossenschaft. Also diese einzelnen Träger, die öffentlichen, sind nicht so vernetzt, dass der Betreute sich dort irgendwie wohlfühlen kann, sondern befindet sich immer im Netz dieser eigenen Anstalten. Wobei bei Nachfrage ja keiner genau weiß, wie ist jetzt der Stand und wo geht es überhaupt hin. Und das ist für die Betroffenen zum Teil sehr, sehr schwierig, mal nachzuverfolgen, auf was für einem Stand das sie überhaupt stehen.
Die begegnen einem eigentlich ständig. Ich selber, als ich von meiner Arbeitstätigkeit ausgeschieden bin aufgrund der Erkrankung, man steht erstmal da und weiß, was ist jetzt das Nächste, was tue ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden kann, wer mir helfen kann, was ist der nächste Schritt. Wir haben immer noch wenig oder nicht genug barrierefreie Zugänge überall in der Stadt, also gerade aber auch in Straubing zum Beispiel, das ist immer ein Thema, mit dem Kopfsteinpflaster zum Beispiel. Im Alltag sieht es konkret aus, dass auch Leute zu mir kommen, die sich beschweren, dass die behindertengerechten Parkplätze ständig von jemand anders belegt sind und sich niemand darum kümmert, dass die einigermaßen zur Verfügung stehen. Wir hatten Fälle, in denen oftmals eine Beantragung lange Zeit oder verzögert wurde. Wir sprechen hier teilweise von 8 bis 10 Monaten, bis ein erster Bescheid ergeht. Das sind Leute, die Assistenz brauchen, 24-Stunden-Assistenz. Man braucht Hilfe und das ist nicht, man braucht die Hilfe nicht in einem Jahr, sondern man braucht sie jetzt. Diskriminierung oder Barrieren bei Leuten, die behindert sind vielfältig. Zu mir kommen junge Frauen mit 35 mit psychischen Belastungen, die dementsprechend nach einer Scheidung oder nach Erlebnissen ihre Tätigkeit, die sie vorher durchgeführt haben, nicht mehr durchführen können. Ich habe aber auch junge Menschen, die aufgrund eines Unfalls behindert sind und dementsprechend ihre Tätigkeit oder ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Meistens geht es dann so weit, dass man versucht, diese Leute in eine Erwerbsminderungsrente zu drängen. Und es ist für mich unerklärlich oder manchmal ganz schrecklich, dass man nichts versucht, einen jungen Menschen wieder ins Arbeitsleben zurückzubringen. Wir kämpfen jedes Mal dort mit dem Bundesanstalt für Arbeit und mit den zuständigen Leistungsträgern, die manchmal unverständlicherweise nicht so reagieren, wenn jemand der deutschen Rentenversicherung unterliegt. Und das erleben wir tagtäglich. Als Mensch, der ich selbst auch betroffen bin, merke ich vor allen Dingen oft den Kampf um Hilfsmittel mit Kostenträgern oder um die Hilfen, die mir als Mensch oder meinen Ratsuchenden zustehen. Wir haben zu wenig barrierefreie Wohnungen in der Stadt und es wird auch zu wenig Sozialwohnungen gefördert in der Stadt. Man hat immer das Gefühl, in eine Rechtfertigungslage kommen zu müssen, um seine Nachteile ausgleichen zu können. Und ich muss sehen, dass inzwischen auch viele Barrieren wahrnehmen, die ich vorher wirklich nie gesehen habe. Zum Beispiel habe ich praktisch immer nur Dinge gesehen, die mich praktisch aufgrund meiner Behinderung behindert haben. Aber es gab auch, mir wurde auch im Blick gestellt, dass es auch andere Sachen gibt. So, ich glaube, ich mir nie daran gedacht, dass es gewisse Dinge, die mir leicht fallen, für Menschen mit Sehbehinderung zum Beispiel Schwierigkeiten bedeuten könnten oder so. Persönlich Teilhabe am Arbeitsplatz, dass manches nicht ernst genommen wird, aber hier bei der EuCB werde ich ernst genommen, kann arbeiten, darf auch mal schwächeln, darf auch mal langsamer sein und meine Probleme oder wenn ich nicht so gut von der Stimmung her bin, werden akzeptiert. Ich werde voll ernst genommen und das habe ich in meinem Berufsleben nie so erlebt davor. Es wird sehr viel betreutes Wohnen oder Eigentumswohnung mit betreuter Leistung angeboten. Die Objekte werden zum Teil mit öffentlichen Fördermitteln gefördert. Es sieht aber dahinter ja keiner mehr drauf, ist im Aufzug oder ist im Keller ein behindertengerechter Parkplatz, wo sich der mit dem Rollstuhl fortbewegen kann, befindet sich ein Aufzug im Haus, sind die Türeingänge dementsprechend so gestaltet, dass das betreute Wohnen gewährleistet ist. Ich finde, dass die Auftraggeber oder die öffentlichen Hände auch in Zukunft darauf schauen müssen, wenn jemand solche Objekte mit öffentlicher Förderung anbietet, dass dementsprechend das Umfeld auch in Ordnung ist und dementsprechend gestaltet wird. Es kann nicht sein, dass die Leute so lange Zeit warten müssen, bis sie dann zu ihrem Recht kommen.
Dann habe ich das noch erlebt, dass ich gegenüber meiner früheren Arbeitgeber und jetzt habe ich gemerkt, dass ich früher immer 150 bis 200% geben musste, um so anerkannt zu sein wie ein Nichtbehinderter. Man musste sich immer beweisen und wenn man mal nicht konnte, wurde das als hoher Fehler angesehen, als Schwäche, genau. Die Menschen mit Handicap berichten in der Beratung Folgendes, dass sie einfach nicht ernst genommen werden, dass sie keine Chancen bekommen, man muss ihnen mehr Chancengleichheit einräumen. Man sollte auch das akzeptieren, dass ein psychisch kranker Mensch mal eine Zwischenpause braucht, dass er vielleicht etwas langsamer ist, aber deswegen kann er genauso am Arbeitsprozess teilhaben. Umgekehrt traut man ihnen oft ein eigenständiges Wohnen nicht zu, legt ihm da Barrieren im Weg und kulturelle Teilhabe ist bei denen meistens auch so, dass die einfach jemanden bräuchten, als Assistenz vielleicht, der sie ermuntert, auch am kulturellen Leben teilzuhaben. Ja, und dann müssen sie sich darum kümmern, was passiert jetzt. Und es gibt Hilfen, ja, es gibt verschiedenste Hilfen, es gibt aber zig Stellen. Und in diesem Dschungel sich erstmal zurechtzufinden oder zurechtfinden zu müssen, ist gar nicht so einfach. Ja, hallo. Genau. Jetzt bitte ich die Diskussionsteilnehmerinnen, sich wieder ihre Kamera anzuschalten und auch ihr Mikro. Vielen Dank, Sebastian, für die Vorführung. Und ich kenne ja den Filmabschnitt schon. Ich beschaue ihn jetzt das 2., 3. oder 4. Mal, keine Ahnung. Aber trotzdem bin ich wieder betroffen, nachdem ich diese Aussagen meiner Kolleginnen gehört habe, die ich ja auch aus eigener Peer-Erfahrung kenne. Wiebke, Barrieren. Du bist politisch unterwegs und du bist auf einen Rollstuhl angewiesen und du hast bestimmt schon einige Erfahrungen mit Barrieren gemacht. Oder ist Politik immer barrierefrei? Nee, leider ganz und gar nicht. Also auch wir müssen immer noch ständig aufklären, dafür sorgen auch, dass Veranstaltungen barrierefreien Räumlichkeiten stattfinden, dass sie übersetzt werden, die Veranstaltungen in Gebärdensprache oder in Schriftsprache, dass Informationen zum Beispiel in leichter Sprache erhältlich sind. Also in der Politik sind wir da auch noch nicht so weit. Sagen wir mal, die Grünen sind ja auf einem guten Weg. Wir haben ein Vielfaltstatut verabschiedet vor einem halben Jahr, das die Partei verpflichtet, möglichst barrierefrei und inklusiv zu arbeiten. Aber natürlich müssen wir da auch oft noch bei Null anfangen. Also gerade was Veranstaltungen oder auch Zugänglichkeit der Büros und so weiter betrifft. Auch ansonsten, also gibt es ein ganz interessantes oder lustiges Beispiel. Kennt wahrscheinlich jeder und jeder Wolfgang Schäuble, den CDU-Politiker, und er war vor vielen Jahren, jetzt 7, 8 Jahren mal zu einer Veranstaltung eingeladen, das alte Rathaus in Regensburg. Das hatte damals keinen Aufzug, also der Aufzug ist sehr, sehr neu, den habe ich selber auch noch nicht benutzt. Und er sitzt ja selber im Rollstuhl und kam natürlich nicht rein. Anstatt zu sagen, liebe Leute, ladet mich doch bitte in einen barrierefreien Raum ein, hat er sich in den Saal des alten Rathauses hochtragen lassen. Das ist eine ganz schreckliche historische Treppe, die ich mich nie hochtragen lassen würde. Und er hat auch tatsächlich den ganzen Rathausplatz dafür sperren lassen, damit niemand zuschaut. Wir waren auch alle eingeladen, also jetzt zum Beispiel mein Arbeitgeber Phoenix e.V., wir haben eine Einladung bekommen, kommt doch zu uns meiner Veranstaltung. Wir kamen natürlich genauso wenig rein. Also war das genau das Gegenteil von inklusiv. Also wenn ich eine Veranstaltung mache oder wenn ich zu einer Veranstaltung eingeladen werde, dann mache ich das natürlich barrierefrei. Also wenn es nicht
barrierefrei ist, dann lehne ich ab, tatsächlich. Einfach um aufzuklären, um gleich mal meine Position zu nutzen, über Barrierefreiheit und Inklusion aufzuklären. Ja, also ein sehr anschauliches Beispiel, liebe Wiebke. Und so soll definitiv Inklusion nicht gehen. Genau. Inklusion meint ja in erster Linie, ach genau, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Vorhin habe ich gesehen, Hinweise im Chat von meinen Kolleginnen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die jetzt nicht aktiv sind, also außer Herrn Neusel, Frau Richter und Frau Pilz, Kameras ausmachen und Mikrofone ausmachen. Alle Kameras und Mikrofone bitte aus. Inklusion meint ja in erster Linie Unterstützung durch Hilfsmittel, wie zum Beispiel Assistenzleistungen. Wiebke, du hast jetzt eine 24-Stunden-Assistenz, aber die hattest du nicht immer. Du hast deine Schulzeit gänzlich ohne Assistenz absolviert. Erzähl mal. Ja, also ich wurde sozusagen inklusiv beschult, wie man heute sagt, Einzelinklusion. Es war sogar höchst inklusiv, weil ich bin ich bin zu einer normalen Grundschule und auch dann zu einem normalen Gymnasium gegangen, damals in Schleswig-Holstein, also nicht in Bayern. Und ich hatte keine Schulbegleitung. Ich hatte auch sonst keine Unterstützung, weil ich vor meinem 18. Lebensjahr irgendwie keinen Anspruch darauf hatte. Der kam dann tatsächlich am Tag meines 18. Geburtstags. Aber bis dahin war ich halt schon in der 12. Klasse und hatte meine Schulzeit fast beendet. Ja, also in der Schule hat es mal besser, mal schlechter geklappt. Aber es war insgesamt doch sehr inklusiv. Das heißt, meine Schulkameradinnen und Schulkameraden haben die ganze Hilfe geleistet, die ich gebraucht habe. Und also ich war damals schon, ja, es hat ungefähr genauso ausgeschaut wie jetzt. Also ich hatte auch Probleme beim Mitschreiben und so. Ich habe das alles irgendwie geschafft und meine Freundinnen und Freunde haben mir tatsächlich geholfen. Damit war ich natürlich sehr gut integriert. Das war der Vorteil. Der Nachteil war, dass ich auch gar keine Nachteilsausgleiche hatte. Und ich habe auch davon erst erfahren, wirklich, als ich dann zum Studieren nach Regensburg kam und zum ersten Mal mir gesagt wurde, dass ich zum Beispiel bei einer Klausur oder bei einer Prüfung eine Zeitverlängerung haben kann. An sowas darüber hatte mich niemand informiert. Ich habe das einfach so irgendwie geschafft, aber es war natürlich ein großer Stress. Und ich muss sagen, ich habe das in der Schulzeit gar nicht so realisiert. Ich habe das erst realisiert, als ich dann in der Uni war und gemerkt habe, was ich alles für Ansprüche gehabt hätte. Und ich habe sogar damals, also auf der Abi-Feier hat mir eine Lehrerin gratuliert und hat gesagt, Mensch, Wiebke, ich finde das so toll, dass du das geschafft hast. Und ich habe damals gedacht, hat die mir das nicht zugetraut. Und erst später habe ich dann gemerkt, also eigentlich hat sie recht gehabt. Ne? Das war ganz schön anstrengend, die Schulzeit. Ja, also ich finde es eine ganz beeindruckende Erzählung, wie Inklusion gehen kann und auch ja wirklich, wie du das gemeistert hast. Und aus meiner Erfahrung in den Beratungsstellen, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen kommen und keine Ahnung haben, was für Rechte sie haben. Und deswegen bin ich auch wirklich froh, dass es die EOTB gibt, denn heutzutage wird man jetzt nicht mehr über Nachteilsausgleiche aufklären müssen. Da ist schon ein gewisses Bewusstsein da. Aber doch ist wirklich ganz oft so, dass Menschen kommen, die wo es gut ist, dass man den Menschen hilft, die Rechte aufzuzeigen und sie auch unterstützt, die Rechte dann gegenüber den Kostenträgern durchzusetzen. Dank an Wiebke. Jetzt die Frau Pilz. Frau Pilz, aus Ihrer Sicht als Inklusionsbeauftragte, welche Barrieren sehen Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit für Menschen mit Behinderungen? Ja, also zunächst denkt man ja immer so an die baulichen Barrieren, also an Schulen, die nicht barrierefrei sind oder auch Arztpraxen oder Restaurants, die keine behindertengerechten Toiletten haben.
Im Film wurde ja auch gesagt, dass es schwierig ist, barrierefreie Wohnungen zu finden. Das kann ich jetzt aus meiner Arbeit auch bestätigen. Also auch im Raum Landshut ist es schwierig, barrierefreie Wohnungen zu finden. Besonders dann, wenn man auch noch auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen ist, die ja nur bis zu einer bestimmten Höhe die Kosten für eine Wohnung übernimmt, dann ja, ist es eigentlich fast unmöglich, eine zu finden. Genau, aber es gibt auch viele Barrieren, also in den Köpfen der Menschen, viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung. Also ich habe jetzt mal im Gespräch auch, wo es um Impfungen gegen das Coronavirus ging, so Diskussionen gehabt, ja, warum werden eigentlich die Behinderten bevorzugt? Was soll das oder so? Also da denkt man auch, ja, da herrschen schon einige Vorurteile noch. Aber man kriegt auch mit, dass so, ja, Selbstbarrieren von den Personen selbst im Kopf sind, dass sie halt sagen, ja, ich traue mir nichts zu, ich kann ja eigentlich wenig und sich selbst damit stigmatisieren auch. Das habe ich auch schon erlebt in meiner Zeit jetzt als Behindertenbeauftragte. Und meine Aufgabe ist dann halt immer auch die Gesellschaft zu sensibilisieren, auch unsere Verwaltung zum Beispiel. Jetzt als das Impfzentrum aufgebaut wurde, habe ich mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass auch eine barrierefreie Toilettenanlage dort aufgestellt wird, die vorher in den Räumlichkeiten nicht war, dass eben das nachträglich noch gemacht wird. Oder jetzt wird ein neues Landratsamt bei uns im Landkreis geplant. Da werde ich jetzt auch in die ganzen Planungen einbezogen und schaue auch beispielsweise, dass dort ein taktiles Leitsystem für Menschen mit Sehbeeinträchtigung installiert wird. Oder was mir auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist die digitale Barrierefreiheit. Also dass auch die neue Homepage vom Landratsamt barrierefrei gestaltet wird, dass alle Menschen darauf zugreifen können und sich informieren können. Weil ich denke, dass wenn man die Belange von Menschen mit Behinderung gleich bei den Planungen mitdenkt und mit einbezieht, dann werden so inklusive Strukturen geschaffen, die eben Voraussetzungen für die Teilhabe sind und die Barrieren dann sozusagen gar nicht erst entstehen lassen. Ja, also genau, was ich jetzt bei Ihnen auch raushöre, Barrierefreiheit hat viele Gesichter, von Toiletten bis digitale Barriere bis Menschen mit Sehbehinderungen mit integrieren. Was im Film auch zur Sprache kam, eine Behörde schiebt es zur nächsten. Keine fühlt sich zuständig, gefangen im Netz der Behörden, irre lange Bearbeitungszeiten und eine finanzielle Notlage allein aufgrund der Behinderung. Kennen Sie sowas auch aus Ihrer eigenen Arbeit? Ja, also ich habe jetzt kürzlich einen jungen Mann beraten, der kam zu mir und hat einen Grad der Behinderung von 40 gehabt und war aufgrund einer psychiatrischen Diagnose jetzt längere Zeit krankgeschrieben. Und plötzlich sagte die Krankenkasse, ja, also der Mann ist arbeitsfähig, wir zahlen jetzt kein Krankengeld mehr. Und die Agentur für Arbeit hat dann aber auch gesagt, naja, der ist ja jetzt eigentlich krankgeschrieben, der kann jetzt nicht arbeiten, also zahlen wir auch kein Arbeitslosengeld. Und dann habe ich unterstützt bei den Widersprüchen, aber ja, das hat gedauert. Und der junge Mann hatte Glück, dass er Eltern hatte, die ihn so lange finanziell unterstützt haben, weil er einfach überhaupt monatelang kein Geld bekommen hat, weder von der Krankenkasse noch von der Agentur für Arbeit. Ja. Genau. Ja. War schon schwierig. Ja, also das ist genau sehr schwierig und viele haben einfach Glück, genau. Und Sie haben noch ein anderes Beispiel? Ja, wobei, da kann ich eigentlich sagen, dass die Behörde da gute Arbeit geleistet hat. Da geht es um eine Dame, die vor kurzem obdachlos geworden ist. Die hat auch aufgrund ihrer Einschränkungen sich einfach um das ganze Papierkram, um die Unterlagen nicht kümmern können, wurde dann auch zwangsgeräumt aus ihrer Wohnung. Aber da ist die Grundsicherungsabteilung auch aufmerksam geworden, dass dann eine Notlage ist und hat dann ja Hilfen eingeleitet sozusagen. Genau, und da bin ich jetzt tätig geworden auch und wir schauen, dass da jetzt auch eine Betreuung eingesetzt wird und wieder eine Wohnung gefunden wird. Okay. Jo, danke Frau Pilz.
an den Klaus. Klaus, Menschen mit psychischer Behinderung haben ja ein bisschen eine andere Bedarfslage. Was sind denn typische Barrieren für Menschen mit psychischer Behinderung? Ja, also ich habe mal eine Umfrage gelesen oder zwei verschiedene Umfragen, eine in der Zeitschrift, eins von dem Workshop aus Lübeck war das eine. Da haben psychiatrieerfahrene Menschen selber gesagt, was denn eigentlich aus ihrer Sicht Barrieren auch sind. Und da ist vieles von auch schon genannt worden. Also als erstes wird meistens auch wirklich Stigmatisierung genannt. Das heißt, ausgegrenzt zu werden aufgrund seiner psychischen Krisenerfahrung, die man gemacht hat. Das heißt, das fängt damit an, dass man keine Arbeit findet, wenn man das irgendwie verheimlichen müsste. Den Lebenslauf müsste man so schönen, dass das irgendwie hinten runterfällt, die eigene psychische Erkrankung. Man kriegt keine Wohnung, wenn sich das irgendwie rumgesprochen hat oder man das aus irgendwelchen Gründen weiß von der betreffenden Person, dass die eine psychische Erkrankung hat, zum Beispiel, weil sie gerade im Krankenhaus ist und von dem Krankenhaus aus eine Wohnung sucht. Also es gibt da ganz große Barrieren, die damit zusammenhängen, dass Menschen ausgegrenzt werden aufgrund ihrer psychischen Erkrankung, weil das immer noch ein Tabu ist. Ich glaube, da tut sich vielleicht ein bisschen was bei leichteren psychischen Erkrankungen, Thema Depression und so, aber auch gerade bei schweren psychischen Erkrankungen, Psychosen, Schizophrenie, Borderline-Erkrankungen. Also da glaube ich, da gibt es noch einiges zu leisten. Und was dazu kommt und was damit zusammenhängt, ist die Selbststigmatisierung. Also dass auch Menschen aufgrund von dem, dass sie sich in der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen, irgendwann das Gefühl entwickeln, mit mir stimmt was nicht. Also ich habe irgendwie ein Problem mit mir selber. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch bekommen. Ne? Ich hab mich irgendwann versteckt mit der eigenen Krisenerfahrung. Ich habe mich wie so ein Mensch zweiter Klasse mit einem Makel belastet gefühlt. Und das macht ganz stark was auch mit dem Selbstwert und steht auch der Genesung ganz stark im Weg. Also das war sehr hinderlich, dass ich wieder wirklich genesen konnte. Wird übrigens auch in den Umfragen genannt, Selbststigmatisierung. Und das Dritte, was eigentlich häufig genannt wird, ist finanzielle Einbußen. Also dass Menschen aufgrund von psychischer Erkrankung sozial, finanziell schlechter gestellt sind und deswegen die kulturelle Teilhabe schwerfällt oder sie sich viele andere Dinge nicht leisten können. Das sind Dinge wie Kinobesuche, aber auch Essen gehen mit Freunden, also dass man da ziemlich schauen muss. Wir merken das in der Selbsthilfegruppe, da wollen wir am Schluss eigentlich fast gar nicht in den Biergarten gehen, weil es immer wieder welche gibt, die sich das nicht leisten können, ne, und da komische Situationen entstehen. Also es ist wirklich auch eine ganz große Barriere, die finanziellen Mittel, die da entstehen. Ja, Klaus, vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen. Was im Film auch noch angesprochen worden ist, dass Menschen mit Behinderung oft dieses haben, sie müssen 120-130% leisten und sie haben so eine Art, sich zu rechtfertigen, dass sie trotz der Behinderung was machen können, leisten können. Trifft es auch für Menschen mit psychischer Erkrankung zu? Also ich würde sagen, vielleicht zum Teil, dass es schon Einzelne gibt, bei denen das zutrifft, die vielleicht auch in so eine Rechtfertigungslage, also ich glaube vielleicht bei mir selber, wenn ich da schaue, mein eigenes Psychologiestudium oder dass ich mich nochmal da besonders angestrengt habe, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich tatsächlich irgendwie so gedacht habe, jetzt will ich aber schon wieder auch zeigen, dass ich was kann. Aber bei psychischen Erkrankungen ist es ja so, dass man die meistens nicht anzieht jemanden, also dass sie nicht sichtbar sind. Von dem her ist diese Rechtfertigungslage der Gesellschaft gegenüber da ein bisschen anders. Das ist eigentlich eher so, dass viele Leute berichten, dass sie sich zum Beispiel rechtfertigen müssen, wenn sie zu Hause sind tagsüber. Also wenn Leute berentet sind, die werden angesprochen im Treppenhaus von Nachbarn, warum sind sie denn den ganzen Tag zu Hause oder gehen sie denn nicht, sind sie heute nicht in der Arbeit, haben sie Urlaub? Ne? Also wird immer wieder darauf angesprochen und das erleben Menschen, die berentet sind aufgrund von einer psychischen Erkrankung und nicht arbeiten können, als sehr belastend, weil das hängt auch wieder mit dem Stigma, Selbststigma natürlich zusammen. Das sind solche Dinge. Oder auch zum Beispiel, dass Menschen, also ich habe in der Selbsthilfegruppe war das auch immer wieder Thema, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel sehr viel Mühe gegeben haben, trotz der psychischen Erkrankung sich sehr gut zu pflegen. Und denen sieht man das jetzt besonders wenig an, dass sie jetzt irgendwie ein Problem haben oder dass sie psychisch erkrankt sind. Und die kommen dann oft in die Situation, dass man ihnen das nicht ansieht und dass sie fast wie Simulanten angesehen werden. Also da habe ich mal jemanden, der bei einem Gutachten war und wo die Rente begutachtet wurde und man das der Person natürlich nicht angesehen hat und da wird nur auf Äußerlichkeiten geachtet und da wird die psychische Erkrankung dann gar nicht wahrgenommen. Also das sind so Probleme, die da eher durch die Unsichtbarkeit der psychischen Erkrankung auftauchen. Ja. Okay, danke an Klaus. Jetzt würde ich gerne mal schauen, was im Chat los war. Ich schalte mal zu Julia. Die 3 Diskussionsteilnehmer, ihr dürft noch da bleiben.
So. Die Julia schaltet sich bitte hinzu. Gibt es da interessante Fragen, Ja, Anmerkungen? tatsächlich. Hallo erstmal zusammen. Hallo? Und zwar, hört ihr mich? Ja, also ich höre dich. Okay, wunderbar. Nein, und zwar als erstes hat die Frau Christina Ponada gefragt, dass es eben in der Bewilligung der Hilfen zu wenig Flexibilität gibt. Und wie schätzen Sie die Veränderungen durch das neue Bedarfsermittlungsinstrument, dieses BIP-BEI, ein? So, die Frage, wer fühlt sich zuständig? Herr Nuisel, Frau Pilz oder Frau Richter? Oder wir lassen die Frage offen und sagen, wir antworten mal in unserem Blog dazu, wenn wir uns denn mal ausführlich damit beschäftigt haben, mit BIP-BEI. Also ich glaube, dass es noch getestet wird gerade, das Bedarfsermittlungsinstrument, und dass es noch nicht angewandt wird derzeit oder nur eben im Test und dass man das noch abwarten muss, die Entwicklung. Also ich hatte jetzt auch gerade heute Vormittag zum persönlichen Budget von der Landesarbeitsgemeinschaft ein Treffen und da wurde auch darüber diskutiert, aber es ist wohl noch nicht so ausgereift, dass man jetzt sagen kann, das hat jetzt Erfolg oder nicht. Mhm. Okay, warten wir ab. Wenn wir noch was rausfinden, schreiben wir im Blog. Wir haben auch in dem Blog unser Verein. Link steht dann auf YouTube unten alles drin. Genau. Ja, Julia? Genau, ich hätte dann noch mal zwei Fragen, die sich noch mal auf das Problem mit Wohnraum beziehen, auf den barrierefreien. Und zwar einmal von dem Herrn Armin Meyer, der sagt, dass es eben in Landshut momentan keinen geförderten, barrierefreien sozialen Wohnungsbau gibt. Und dazu hat der Herr Hans-Peter Brunhuber hinzugefügt, dass es schon gibt, aber halt nur im Eigentumswohnungsbereich. Wie könnte man, ich meine, es ist ja nicht bloß wahrscheinlich eine Situation, die Landshut betrifft, aber wie könnte man dem vielleicht irgendwie entgegenwirken? Also das ist, denke ich, eine politische Frage. Ja. Also das Erste, nicht wahr, klingt so, das Erste, was natürlich wichtig wäre, wie auch die Frage ja schon gezeigt hat, barrierefreie Sozialwohnungen anzubieten. Das ist tatsächlich auch in Regensburg die Art und Weise, wie Menschen mit dem Bedarf auch Wohnungen finden können. Wenn man in dem Moment, wo man versucht, auf dem freien Wohnungsmarkt irgendwo was zu finden, wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, im Prinzip sind die Gemeinden verpflichtet, auch da bei der Vermittlung zu helfen. Und also jetzt in Regensburg zum Beispiel ist es so, dass auf allen städtischen Flächen bei allen Neubaugebieten 40% Sozialwohnungen gebaut werden müssen. Nur 60% dürfen auf dem normalen, also über normale Mieten vermietet werden. Und es ist ganz streng auch nach der bayerischen Bauordnung ja geregelt, wie viele barrierefreie Wohnungen da dabei sein müssen, ab einer bestimmten Geschosszahl. Und das Problem ist eher, dass private Bauträger zwar auch diese Empfehlungen bekommen über das Baurecht, aber es wird nicht kontrolliert. Also man müsste im Prinzip eine Handhabe haben, über das Landratsamt oder über die Gemeinde zu kontrollieren und Vorgaben zu machen. Das ist tatsächlich in Bayern momentan noch nicht erlaubt. Also ja, man darf Empfehlungen geben, aber man darf nicht kontrollieren. Und das ist das Grundproblem. Da brauchen wir einfach eine Gesetzesänderung, würde ich sagen. Ja, genau, mit Blick auf die Zeit. Wir haben noch 2 Filme. Genau, Gesetzesänderung. Wiebke, dafür machst du dich ja stark, dass das dann auch vielleicht auf Bundesebene umgesetzt wird. Du kandidierst für den Bundestag. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal gerne weitergeben an den Sebastian und sage Teil 2. Genau, bevor ich das sage, alle machen Kameras und Mikros aus. Und Sebastian, Teil 2, Film ab. Was viele unserer Ratsuchenden berichtet haben, was ihnen positiv bei uns aufgefallen ist unter anderem die Empathie, die ihnen die Berater entgegenbringen.
dadurch, dass man selber als Peerberater betroffen ist, versteht man das Ganze oder die Erkrankungen, die Einschränkungen oft viel besser. Die Menschen fühlen sich verstanden, oft sind sie wirklich sehr erleichtert und glücklich, dass endlich mal jemand da ist, der das Leiden versteht, der versteht, wie arg sie Schwierigkeiten haben im Alltag und ihnen dann zur Seite steht und sagt, pass auf, es gibt die und diese Hilfen und wir helfen dir dabei. Bei der EOTB finde ich sehr wichtig, dass hier wirklich der Gedanke gelebt wird, praktisch wirklich Menschen mit Behinderung als Peerberater einzustellen und nicht, dass es wie so oft ist, weil das hatte ich bei der vorherigen Job so überlegt, da wurde ich oft eingeladen, große Hoffnungen, aber man hat schnell gemerkt, dass diese Einladungen nur praktisch pro forma waren. Wir helfen bei den Anträgen, wir helfen beim Ausfüllen, wir geben weiterhin Tipps, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Positiv anders ist, erstens haben wir ein ganz tolles Team, das sich gegenseitig unterstützt. Und wir haben ein sehr großes Netzwerk, in dem wir mit allen Leistungsträgern versuchen zu kommunizieren, zusammen ins Netzwerk zu gehen, uns gegenseitig zu unterstützen. Wir versuchen uns auch Empathie zu zeigen, also niemanden zu verurteilen. Also der Klient soll sich, wenn er hierher reinkommt, angenommen und erstmal verstanden fühlen. Das erste Wichtige ist, dass er weiß praktisch, hier verurteilt man mich nicht, hier versteht man, in welcher Lage ich gerade bin und hier will man mir helfen. Wir versuchen die Personen zu bemächtigen, sich diesem Verwaltungsflut zu stellen und sich dem anzunehmen. Also Tipps zu geben, wie man Anträge ausfüllt, wie man versucht, verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe an den gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Können sie in alle möglichen Richtungen lotsen. Also die meisten berichten einfach, dass sie keine Ahnung haben, was sie jetzt machen sollen. Sie stehen jetzt in der Situation, ich meine, man muss verstehen, das sind ja Personen in einer Ausnahmesituation. Es war uns ja als Verein immer wichtig, dieses Peer-Prinzip in den EOTPs umzusetzen, weil wir der Überzeugung sind, dass das einfach einen sehr niedrigschwelligen Zugang für Menschen mit Handicaps schafft, weil Peers über ähnliche oder gleiche Erfahrungen wie die Ratsuchenden verfügen und von daher ein schnelles Verständnis auch über die Problemlagen da sind. Positiv dabei ist, dass die Mitglieder der EOTB meistens auch aus demselben Metier kommen oder Sozialpädagogen oder Leute sind, die aus der Selbsthilfe kommen und arbeiten. Alle Berater haben selbst eine Einschränkung oder Behinderung und ich denke, dadurch fühlen sich die Ratsuchenden besonders gut aufgehoben. Wir beraten auf Augenhöhe, wir wissen, wovon wir reden, wir sind selbst betroffen. Wie gesagt, und es gibt den Ratsuchenden ein sehr gutes Gefühl, glaube ich. Also es muss uns ja immer darum gehen, Menschen mit Handicaps selbst zu befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie sich das wünschen. Und da sind Peerberater natürlich auch ein ganz praktisches Vorbild, wie sowas gelingen kann. Also bei der EOTB finde ich es positiv anders, dass man sich untereinander, weil es heißt ja Betroffene beraten Betroffene, das heißt man kann ganz offen miteinander sprechen, man muss eigentlich kein Blatt vor den Mund nehmen in der Regel, weil jeder ein Handicap hat und man dadurch quasi sehr offen damit umgeht. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, was anders ist. Also wieder, ich begrüße die Diskussionsteilnehmerinnen zurück in der Runde. Bitte Mikro und Kamera anmachen. Klaus, jetzt haben wir gehört, was bei der EOTB anders ist. Du bist Ex-Im-Genesungsbegleiter und arbeitest auch als Peer mit anderen Peers. Wäre jetzt also auch Betroffene beraten Betroffene im psychischen Alltag. Welche Herausforderungen stellen sich dir?
Also vieles wurde ja auch schon genannt, ne, dass der Zugang tatsächlich ein bisschen erleichtert ist, dadurch, dass man eben als Peer arbeitet mit der eigenen Erfahrung. Und ich würde sagen, meine Arbeit unterscheidet sich von der von Fachkräften, vor allem auch von der Themenstellung her. Und ich glaube, dass ich durch meine eigene Erfahrung oder eigene Krisenerfahrung manchmal besser einschätzen kann, welche Probleme und welche Schwierigkeiten welchen Stellenwert haben auch nochmal. Also wenn man zum Beispiel das Thema Stigmatisierung nimmt, dadurch, dass ich das selber kenne und aus eigener Erfahrung weiß, wie sich das anfühlt, ausgegrenzt zu werden, wie schwierig das ist dann Verständnis da. Das können Menschen, die das nicht erlebt haben, glaube ich, so ganz schwer nur herstellen. Und das ist etwas, was ein großer Benefit natürlich ist und was eine Ergänzung ist zu den psychotherapeutischen, ergotherapeutischen, krankenpflegerischen Behandlungen, die einfach da noch mit natürlich genauso wichtig sind. Ja. Genau, und gerade Fachkräfte haben dann zwar den fachlichen Background, aber nicht die persönliche Erfahrung der Stigmatisierung, und da kannst du einfach super dich hineinversetzen und die Betroffenen auch selber ermächtigen. Genau. Genau, Wiebke. Peer-Gedanke heißt ja, sich einerseits verstanden zu fühlen, das wurde ja jetzt auch eindrücklich geschildert, und gleichzeitig aber diese Selbstermächtigung, dieses Empowerment. Was ist dir besonders wichtig? Ja, also mir ist tatsächlich unser Grundsatz, nicht über uns, ohne uns, am wichtigsten. Das heißt, dass wir teilhaben können, dass uns zugehört wird, dass wir als ExpertInnen in eigener Sache gesehen werden und unsere Bedarfe selber darstellen können, denn wir können das ja am besten selber. Genau. Und du arbeitest ja auch als Psychologin bei Phoenix, und du hast ja sogar gesagt, dass eine Behinderung praktisch eine zusätzliche Qualifikation für dich darstellt. Genau, also bei Phoenix berate ich also psychosozial und auch ganzheitlich. Das heißt, also ein ganz ähnlicher Ansatz wie die EOTB. Also Phoenix e.V. ist Mitglied bei ISL, Interessenvertretung, selbstbestimmt Leben, und bei ISL und allen Mitgliedsorganisationen wird auch nur in Peer-Beratung gearbeitet. Das heißt, wir sind auch selber Peers, und alle Menschen, das haben wir ja eben auch in dem Film gesehen, alle Menschen, die mit einer Behinderung leben oder einer chronischen Erkrankung oder irgendwelche anderen Beeinträchtigungen haben, machen ja ähnliche Erfahrungen. Also Nachteile, Diskriminierung, Bevormundung, nicht ernst genommen werden, immer flexibel sein müssen, immer besser sein müssen als die anderen, um sich zu beweisen, auf vieles verzichten müssen und so. Und wir Peer-BeraterInnen haben solche Dinge eben auch erlebt und können sich da recht gut einfühlen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn jemand zu mir in die Beratung kommt, zunächst mal viele Dinge erstmal gar nicht mehr besprochen werden müssen, weil einfach klar ist, wir sind da auf einer ähnlichen Linie. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Deswegen sehe ich tatsächlich eine eigene Behinderung in vielen Arbeitsbereichen als eine zusätzliche Qualifikation an. Ja, vielen Dank, Wiebke. Jetzt noch zur Frau Pilz. Frau Pilz, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist ein neues Modell, vor 3 Jahren geschaffen worden, mit Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und auch in der Beratungslandschaft neu. Welchen Einfluss hat die EOTB auf Ihre Arbeit als Inklusionsbeauftragte? Ja, also ich finde das Konzept der EOTB schon mal einmalig. Auch die Peer-Beratung und die Trägerunabhängigkeit finde ich auch wichtig für die Ratsuchenden. Und ich finde es auch sehr gut, dass die Berater im Bundesteilhabegesetz auch geschult sind und sich da auskennen, bei der Eingliederungshilfe, bei der Arbeit, bei den Anträgen beim Bezirk, die man so stellen muss. Und ich verweise auch gerne Ratsuchende an die EOTB, weil ich weiß, dass die da gut aufgehoben sind und die zeitlichen Ressourcen haben,
um die Ratsuchenden wirklich auch umfassend zu beraten und zu begleiten, auch über einen längeren Zeitraum. Und auch wirklich ja, die Anträge zu stellen, Widerspruchsverfahren mit zu begleiten und vielleicht auch einfach mal ein aufbauendes Gespräch zu führen. Ich muss sagen, ich selber lasse mich auch gerne von den Mitarbeitern der EOTB beraten. Ich stehe da im engen Kontakt zu den Beratungsstellen in Landshut. Wir sind da, denke ich, gut vernetzt. Ich hoffe, dass die das auch bestätigen. Und genau, wenn ich was nicht weiß oder wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich bei einem Ratsuchenden vorgehen soll, was vielleicht, wie man einen Antrag formuliert oder irgendwas, dann bespreche ich mich gerne mit der EOTB in Landshut. Also das hören wir ganz gerne und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal im Chat fragen, Julia, schalt du dich doch bitte mal hinzu, ob es aus dem Chat Neuigkeiten gibt. So, hallo, da bin ich wieder. Einen kleinen Augenblick. Ja, und zwar die Frau Mainz wollte einmal fragen, wie weit das Thema Elternassistenz in der EUTB eine Rolle spielt. Und ich dachte, da kannst du bestimmt gleich kurz was erzählen. Ja, Elternassistenz spielt eine Rolle, ist gerade beim Bezirk Oberpfalz. Da kann man gut mit denen zusammenarbeiten, während sich andere Bezirke da immer noch mal ein bisschen sträuben. Also es ist wie bei vielen Modellen, die jetzt das BTHG, Bundesteilhabegesetz, zur Verfügung stellt. Man muss es an die Kostenträger herantragen, nachhaken. Genau. Okay. Genau, die Frau Brunner da wollte noch wissen quasi, also hat auch die Frage in den Raum gestellt, wie man denn jetzt eigentlich die Verantwortlichen, wenn man dann so diese Mängel, die bekannt sind, denn erstellen kann und auch stärker dann in die Pflicht nehmen kann. Wie könnte man so etwas, es geht wahrscheinlich auch wieder Richtung Politik. Können Sie noch mal ganz kurz die Frage wiederholen? Selbstverständlich. Und zwar geht es darum, wenn man schon über diese Mängel Bescheid weiß, wie kann man sich denn gegen die Verantwortlichen dann zur Wehr setzen, sage ich jetzt mal, und die eigenen Rechte, Entschuldigung, auch wahrnehmen entsprechend. Okay, jetzt war ich kurz einmal draußen, das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Ich war kurz mal draußen, Verbindung war weg. Hallo? Gibt gerade eine Rückkopplung irgendwie, aber ich versuche mal. Hallo? Ja, also im Prinzip, Andrea, hörst du uns? Ja, jetzt höre ich euch wieder. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich wollte kurz antworten. Also im Prinzip meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass man, also erstens sage ich immer, alles schriftlich beantragen, alles schriftlich machen, denn nur dann bekommt man auch eine schriftliche Antwort und kann dann im Widerspruchsverfahren auf diese Begründung der schriftlichen Antwort eingehen. Und ich empfehle auch tatsächlich ganz, ganz häufig zu klagen. Also eine anwaltliche Hilfe zu nehmen, natürlich nicht so leicht dann auch jemanden zu finden, Anwältin oder Anwalt, die sich dann tatsächlich mit dem speziellen Gebiet auskennen. Also es gibt jetzt nicht so viele Anwältinnen, die halt auf sowas wirklich auch spezialisiert sind und da auch bei dem speziellen Bereich Erfahrung haben. Aber wenn man jemand Gutes hat, dann sind die Chancen vom Sozialgericht also wirklich sehr, sehr gut. Also man wartet halt sehr lange, das heißt, so ein Verfahren kann 3-4 Jahre dauern oder auch länger, aber die allermeisten Fälle werden dann wirklich positiv entschieden. Also das Kämpfen lohnt sich in diesen Fällen meistens, ja. Danke. Ja, okay, noch genau. Dann würde ich Blick auf die Uhr, dann würde ich uns wieder alle verabschieden. Bitte alle Kamera und Mikro aus. Und Sebastian, Film 3 ab.
Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der es normal ist, auch anders zu sein, also mehr Diversität, eine buntere Gesellschaft, wo es möglich ist, dass jeder seinen Platz findet und dass Menschen mit Handicap generell mehr zugetraut wird, dass sie sich auch selbst mehr zutrauen und teilweise aus ihren Verstecken rauskommen, aktiver beitragen wollen auch und mehr für ihre eigenen Rechte kämpfen und einfach sichtbarer werden. Sichtbarer werden auch auf allen Ebenen, auch in der Politik zum Beispiel. Also es ist noch viel zu tun, damit wir eine inklusive Gesellschaft irgendwann wirklich haben. Ich würde mir wünschen in der Gesellschaft, dass es wieder mal ein bisschen mehr Empathie gibt. Ich weiß, in dieser Leistungsgesellschaft, die jetzt herrscht, hat jeder den Druck, wenn man nicht das leistet, was man soll, gilt man gleich als Low-Performer und sollte aussortiert werden. Und jeder Mensch hat Existenzängste und den Druck. Und ich denke, dass wenn sich wieder etwas ändern würde und entspannen würde und man wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander aufbringt, Empathie, ein bisschen Mithilfe, das wäre schon schön, wenn sich das wieder ein bisschen in die Richtung ändern würde. Gesellschaftlich sollte sich aus meiner Sicht vor allem ändern, dass Menschen mit Handicaps als gleichberechtigt wahrgenommen werden, dass ihnen auch die gleichen Chancen gegeben werden wie allen anderen Menschen, dass man daran geht, diese Menschen nicht auszugliedern, sondern dass sie Teil der Gesellschaft sind, was halt schon von Kindheit losgehen muss, dass wir sogenannte inklusive Angebote schaffen, wo Menschen mit und ohne Handicaps miteinander leben, um einfach ein natürliches Verständnis für alle zu schaffen. Dieses Handicap zu überwinden, auch in dem Sinne, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie immer wieder einen neuen Versuch machen, ihre eigene Situation zu verbessern, dass sie nicht aufgeben. Also die Gesellschaft sollte als selbstverständlich ansehen, dass Menschen mit Behinderung, egal welche Behinderung oder Herkunft, integriert sind, und zwar so integriert sind, dass sie in der Gesellschaft optimal mitlaufen können. Ja, diese ganzen Wünsche bezüglich Menschen mit Behinderung, die sind jetzt auch ein bisschen für allen in den Hintergrund geraten, weil halt wir in den letzten Zeiten oder in der letzten Zeit über Jahren von einer Pandemie praktisch beherrscht werden, und da denkt man sich natürlich auch, da hofft man natürlich auch, dass es endlich mal besser wird, und dann war praktisch zuletzt so ein Wunsch da, dass es vielleicht endlich einen Ausstieg gibt und dass es vielleicht endlich besser wird und praktisch wenigstens das Ende der Pandemie absehbar ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so, dass ich finde, dass die Situation inzwischen bedrückender ist als noch vor einem Jahr, obwohl es inzwischen natürlich die Impfung gibt und ich bereits schon die erste Impfung erhalten habe. Und gesellschaftlich wird es die nächsten Jahre darum gehen, alles zu tun, dass wir es weiterhin schaffen, soziale Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, trotz sinkender Steuereinnahmen, die sicher auf uns zukommen, pandemiebedingt, und auch das Unterstützungssystem für Menschen mit Handicaps in der Form, wie es bis jetzt ist, aufrechtzuerhalten. Also die Gesellschaft sollte sich so stabilisieren, dass quasi Menschen mit Behinderung oder jeglicher Einschränkung so integriert werden können, dass sie an der Gesellschaft optimal teilhaben können. Ich wünsche, dass ich als Mensch mit Behinderung genauso akzeptiert werde wie
ein Mensch ohne Behinderung. Egal in welcher Situation, ob es bei der Suche nach Wohnraum ist, ob es nach der Suche nach Unterstützung ist im Alltag oder bei der Arbeitssuche. Oder dass ich auch den Job so machen kann, auch wenn ich Unterstützungsbedarf habe. Also ich wünsche mir mehr Akzeptanz in der Gesellschaft allgemein für Behinderte und mehr Miteinander, auch kleinere Hilfestellungen im Alltag, zum Beispiel beim Busfahren, kann man den Leuten auch etwas Hilfe geben. Dann einfach auch mehr Arbeitsplätze für Behinderte und vor allen Dingen für behinderte Jugendliche, mehr Angebote für Freizeit in Vereinen zum Beispiel, Angebote in einer Gruppe für Behinderte und Nichtbehinderte, dass das zusammen gespielt werden kann, zum Beispiel in Fußballvereinen oder in Eishockeyvereinen. Dass es mehr selbstverständlich ist, dass es gewisse Dinge inklusiv sind und dass man vielleicht dass gar nicht mehr darauf hingewiesen werden muss, dass es inklusiv und dass es praktisch eine Selbstverständlichkeit ist, dass man praktisch. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Menschen wieder mehr Zeit haben, sich vielleicht auf das Leben zu besinnen und nicht nur nach dem Arbeiten werkeln und fertig, so wie es jetzt ist, eine nur Leistung zu bringen. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn die Menschen wieder mehr sich auf das Miteinander besinnen könnten. Hallo, ich bitte die Diskussionsteilnehmerinnen zurück in die Runde. Genau, Frau Pilz. Wünsche und Forderungen an die Teilhabe. Wünsche und Forderungen sind ja etwas anderes. Fangen wir mal mit den Wünschen an. Stellen Sie sich vor, Sie als Behindertenbeauftragte sind im besten Sinne des Wortes arbeitslos. Was hat sich geändert? Ja, also erstmal hoffe ich, dass ich dann bei einem anderen Arbeitgeber auch eine Stelle gefunden habe. Hoffe ich auch. Aber ja, also was wäre anders? Also es wäre so, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Es wäre so, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung grundsätzlich mitgedacht werden und dass Barrierefreiheit nicht extra erkämpft werden muss, sondern dass die vorhanden ist und auch gelebt wird. Baulich, sowohl baulich als auch in den Köpfen der Menschen. Also das fände ich ganz wichtig. Und dass es dann eben keine Sondereinrichtungen mehr gibt, sondern Kindergärten, Schulen, Arbeitsplätze, die für alle Menschen offen sind. Genau, dass Menschen mit Behinderungen auch mitten in der Gesellschaft leben können und inkludiert sind. Und was sind die konkreten Forderungen an die Gesellschaft, an die Politik, dass das geschehen kann? Ja, eigentlich müsste nur das geltende Recht, die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention, die müssten einfach nur bei uns umgesetzt werden. Also die Menschen müssten das Wunsch- und Wahlrecht auch haben und zugesprochen bekommen, dass sie entscheiden können, wo sie leben möchten, wie sie wohnen möchten und bei welchem Arbeitgeber beispielsweise sie arbeiten möchten. Genau. Okay, danke Frau Pilz. Dann Wiebke, deiner Meinung nach, genau, du bezeichnest dich, ich habe ja vorab mit dir gesprochen, du bezeichnest dich selbst als Inklusionsmalerin. Was meinst du damit? Wiebke? Ja, jetzt habe ich die Kamera, Ja, den jetzt. Ton wieder eingeschaltet, Entschuldigung. Ja, ich bezeichne mich so, aber auch als Influencerin. Das ist im Prinzip von Influencerin abgewandelt. Und zwar bedeutet das, dass ich einfach eine ganz vollständige und gleichberechtigte Teilhabe erreichen will. Das heißt, ich möchte keine
Sonderaktionen mehr für Menschen mit Behinderungen und auf der anderen Seite keine ausschließenden Strukturen. Also Inklusion soll einfach eine Selbstverständlichkeit sein, wie es ja Peter Hecker auch im Film jetzt eben schon sehr gut gesagt hat. Und das bedeutet für mich, dass wir eine Art Inklusionsvorbehalt brauchen. Das heißt, kein Geld mehr wird für Aktionen ausgegeben oder öffentlich gefördert, die nicht inklusiv und barrierefrei sind. Also das ist tatsächlich eins meiner politischen Ziele. Das ist ein sehr hohes Ziel, aber ich glaube, ohne das kommen wir nicht weiter. Inklusionsvorbehalt, dieser Begriff gefällt mir als Juristin sehr gut. Also kein Geld mehr, wenn eine Veranstaltung nicht inklusiv ist. Was machen wir, Wiebke, mit den Barrieren in den Köpfen? Die kann ich doch mit Gesetzen nicht ausrotten. Nein, damit wahrscheinlich nicht. Aber also für mich ist der Schlüssel zur Inklusion ist die Schulinklusion. Das heißt, wenn alle Kinder miteinander aufwachsen, von Anfang an Vielfalt lernen, Inklusion lernen, ein Miteinander lernen, dass keiner mehr ausgeschlossen wird, sondern es keine Selektion gibt, dann denke ich, werden auch diese Kinder später als Erwachsene ganz selbstverständlich miteinander arbeiten und leben können, werden mitdenken, Inklusion immer mitdenken. Also für mich muss Inklusion ja gelernt werden, und zwar von beiden Seiten sozusagen. Und das beginnt halt in der Kindheit. Solange wir ein sehr selektives Schulsystem haben, wird das nicht funktionieren. Also Inklusion lernen von beiden Seiten und am besten in der Kindheit, von Kindheit an, dass diese Barrieren gar nicht entstehen. Klaus, last but not least, wir haben auch gehört, es geht darum, dass Menschen mit Behinderung ihre Lebensträume verwirklichen wollen, ihr Leben gestalten wollen. Welche Träume hast du, dass sich die Teilhabe im psychischen Bereich verwirklicht? Was träumst du? Also ich würde davon träumen, dass die Menschen mehr in Verbindung kommen miteinander. Also dass einfach mehr Verbindung herrscht untereinander, dass man offener reden kann über das, was einen bewegt, über Gefühle, Bedürfnisse, Krisenerfahrungen, dass das sichtbarer wird, wurde auch schon in dem Film genannt auch. Und ich glaube nämlich auch, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung, ob jetzt psychisch, körperlich, dass wir, also wenn die Gesellschaft inklusiver wird, wenn es normaler wird, dass wir ganz normal auch gehört werden und offen und sichtbar sind, dass die Gesellschaft insgesamt lebenswerter ist. Also auch die sogenannten Menschen ohne Krisenerfahrung, glaube ich, hätten was davon, wenn also die Gesellschaft insgesamt würde eine angenehmere, menschlichere werden. Und auch, dass sich Lager generell auflösen, da bin ich auch dafür. Also ich habe zum Beispiel bei mir in der Arbeit, kriege ich ja auch mit, dass auch Fachkräfte, auch Fachpersonen unter den Mitarbeitern natürlich auch psychische Krisen haben. Und ich kriege mit, wie das manchmal eben nicht offen kommuniziert wird, wie da nicht offen damit umgegangen wird. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube auch das ist etwas, ist ein falsches Signal eigentlich. Also im Grunde müsste da viel mehr Offenheit herrschen und die Lager zwischen den Behandelnden auf der einen Seite und den Kranken oder wenn man so will, die Menschen mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung, dass diese Lager einfach so nicht stimmig sind und so auch nicht durchzuhalten sind. Das würde ich eigentlich, ja, das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und dass Barrieren vielleicht wie zum Beispiel Thema Stigmatisierung auch einen Rahmen in der Behandlung, in einen größeren Rahmen einnehmen bei psychischen Erkrankungen, das würde ich mir auch wünschen. Also das, was ich vorher angesprochen habe, dass das, was wir als Erfahrung kennen, auch stärker in der Behandlung wirklich auch ein Fokus ist. Und genau, und was ich mir auch wünschen würde, wäre, ja, dass Menschen vielleicht auch so ein bisschen dahin kommen, weniger immer zu denken in Symptomfreiheit, also dass es darum geht, möglichst symptomfrei zu sein von der Erkrankung, weil mit der psychischen Erkrankung, da können manchmal auch Symptome bleiben, aber ich würde mich zum Beispiel als genesen dann bezeichnen, wenn ich wieder ein sinnvolles, zufriedenes Leben habe. Also vielleicht die Definition von Gesundheit manchmal auch ein bisschen anders aufzufassen. Es gibt da ein ganz schönes Zitat, das ich vielleicht zum Ende noch sagen will, Gesundheit ist mehr eine Haltung als ein Zustand, das habe ich mal so gehört. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man eigentlich, wenn man an der Haltung, Einstellung arbeitet, dass dann sich wesentlich auch was ändert. Ja, ja. Also sehr schön. Also ja, vielen Dank. Also da mag ich gar nichts hinzuzufügen. Das sind sehr berührende Worte, auch für mich von dir, Klaus.
Genau, dann möchte ich zum letzten Mal nochmal die Julia bitten, dass sie sich dazu schaltet, ob wir nochmal was aus dem Chat hören. Ja, hallo. Also ich habe im Chat eigentlich auch im Gros wahrgenommen, dass es endlich aufhören soll, die Behinderten als Menschen zweiter Klasse anzusehen. Das ist so quasi der eingängige Wunsch aller. Und ja, die Inklusion im frühen Kindesalter fanden auch viele eine wirklich tolle Idee. Das wäre wirklich was man echt mal im Kindergarten und in der Schule, dass man da vielleicht schon mal sensibilisiert wird, weil viele auch schreiben, es geht so schnell und man ist dann auch selber betroffen. Ja. Wie hat einer schön geschrieben und gehört zum exklusiven Club dazu. Ja, danke an Julia. Dann gerne, tschüss. Genau, tschüss. Dann würde ich eigentlich fast schon zurückgeben an Herrn Weiß. Der Herr Weiß hat ja noch ein paar Fragen. Auch es kam im Chat, habe ich vorhin die Frage gelesen, wo kann ich denn diese Aufzeichnung des Interviews lesen? Das wird uns auch der Herr Weiß Abschlussworte sagen und auch nochmal, wo Sie denn was finden können von den vielen Informationen, die wir zu bieten haben. Ich bedanke mich bei den Diskussionsteilnehmerinnen, ich bedanke mich bei den Zuschauerinnen und gebe jetzt an den Herrn Weiß. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt wirklich beeindruckende 1,5 Stunden erlebt. Ganz herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EOTP, die vor oder hinter der Kamera und auch hier vor der Kamera und auch die Technik im Hintergrund abgesichert haben. Ganz herzlichen Dank allen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich herzlichen Dank auch an unsere Dolmetscherin. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie einfach weiterhin Interesse an unserer Arbeit haben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist unser YouTube-Kanal, den finden Sie ganz einfach, wenn Sie auf YouTube die Suchbegriffe EOTP und Oberpfalz oder EOTP und Niederbayern eingeben, dann ja, treffen Sie direkt auf den Kanal. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie den abonnieren. Es wird auch in einigen Tagen die Aufzeichnung dieser Veranstaltung im Kanal zu finden sein und auch der Film als Vollfassung in seiner ganzen Länge. Und wenn Sie sich weiterhin über unsere Arbeit in der EOTP informieren wollen, gibt es die Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren. Dazu müssten Sie einfach nur auf die Einladungsmail zu dieser Veranstaltung heute, die Sie heute bekommen haben, antworten mit dem kurzen Hinweis, bitte in den Verteiler Newsletter aufnehmen. Und Sie können sich natürlich auch über unsere Homepage eotp-bayern.org informieren. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und uns allen gemeinsam, dass wir für immer weiter vorankommen, volle